Hallo, liebe Erstsemester. Herzlich willkommen an der Universität Duisburg-Essen. Mein Name ist Dirk Witowski. Ich bin Professor für Mobilitäts- und Stadtplanung und leite seit 2019 das Fachgebiet Mobilitäts- und Stadtplanung hier an der Universität Duisburg-Essen und freue mich recht herzlich, Sie hier am Campus in Essen begrüßen zu dürfen. Auch deswegen, weil ich hier Bauingenieurwesen studiert habe und das der Startpunkt für meine berufliche Laufbahn war. Mobilität und wie wir uns in Zukunft in unseren Städten leben möchten, ist aktuell eines der spannendsten Themen überhaupt. Gerade in Zeiten des Klimawandels, der Energiewende, Digitalisierung sowie mit neuen Mobilitätsformen, wie zum Beispiel das Carsharing, E-Scooter oder E-Bikes, ist die Mobilitätswende, also die verstärkte Nutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln und der Umbau des öffentlichen Raumes einer der spannendsten Diskussionen überhaupt. Auch durch Friday for Futures oder die Veränderung der Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Notwendigkeit für eine Neujustierung der urbanen Systeme deutlich geworden. Die Frage aber, warum Menschen mobil sind, mit welchem Verkehrsmittel wir von der Wohnung zur Universität fahren oder welche Ziele wir in der Freizeit und zum Einkaufen nutzen oder wo wir wohnen, beschäftigt die Wissenschaft und die Planer seit jeher. Wir leben also in einer mobilen Gesellschaft, in der die Raumüberwindung, sei sie physisch oder auch immer mehr virtuell, fast alltäglich eine Selbstverständlichkeit ist und Entscheidungen zur Nutzung von Verkehrsmitteln oder auch von Informations- und Kommunikationsmitteln zur Routine geworden sind. Ohne Mobilität könnten wir jedenfalls unseren Alltag, wie wir ihn jetzt durchführen, in der jetzigen Form nur schwer organisieren. Einen großen Einfluss aber auf die Mobilität und die Erreichbarkeit und damit auch auf die Wahl des Verkehrsmittels hat die Stadtstruktur. Auf der einen Seite bestimmt aber die Stadt mit ihrem baulichen, historischen Gestalt unsere Funktionalität der Räume und Achsen für unsere Mobilität sowie auch unserem individuellen Mobilitätsverhalten. Auf der anderen Seite aber werden die Städte weiterhin von einer starken Autoorientierung und entsprechenden Infrastrukturen geprägt und das gesundheitliche Risiko für die Bevölkerung durch Luftverschmutzung und Lärm sowie auch durch Bewegungsmangel belasten unsere Gesellschaft. Wir am Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung beschäftigen uns aber sowohl mit der notwendigen Infrastruktur wie Straßen, Radwegen, Mobilstationen, der Gestaltung von Plätzen und neuen Stadtquartieren, als auch mit der Entwicklung von nachhaltigen Mobilitätskonzepten und neuen Antriebstechnologien, wie zum Beispiel die Elektromobilität. Aber auch natürlich mit dem Verhalten der Menschen und das Leben in einer smarten City für die Zukunft. Und das Schöne ist, das Labor ist gleich vor der Tür. Wir können dort messen, beobachten, experimentieren und simulieren. Im IMOBIS, also im Institut für Mobilitäts- und Stadtplanung, werden Forschung und Lehrung für Mobilität und Stadt in einem Institut gebündelt. Damit möchten wir die Herausforderung des gesellschaftlichen und urbanen Wandels sowie eine nachhaltige Transformation der Mobilität angehen. Ich bin Sarah Klemm und habe in den letzten 2 Jahren hier am IMOBIS das große interdisziplinäre Forschungsprojekt NEMO koordiniert. NEMO steht kurz für Neue Emscher Mobilität und meint die zukünftigen Entwicklungen entlang des Flusses Emscher im nördlichen Ruhrgebiet. Dafür haben wir zum einen unterschiedliche Szenarien in 2 große computerbasierte Modelle übertragen und konnten so zum Beispiel Prognosen zur Veränderung von Bevölkerungszahlen, zu neuen Siedlungsflächen, zu Verkehrsflüssen und zu Emissionswerten aufstellen. Gleichzeitig haben wir sogenannte Fokusgruppeninterviews geführt, um die Einstellung der Menschen, die hier leben, zu ihrer eigenen Mobilität und zu unterschiedlichen Arten der Fortbewegung festzuhalten. Und aus diesem Berg an Informationen konnten wir letztendlich verschiedene Handlungsempfehlungen formulieren, die den Kommunen im Ruhrgebiet dabei helfen sollen, Entscheidungen für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung zu treffen. So wäre es nun zum Beispiel denkbar, ehemalige Betriebswege entlang der Emscher für Fahrradpendler zu nutzen und so den motorisierten Berufsverkehr und die damit zusammenhängenden Dauerstaus auf der A40 drastisch zu reduzieren. Ein weiteres Projekt, das sich mit der Mobilität in Essen beschäftigt, ist Spurwechsel-Zollverein. Mein Name ist Anna Renner, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IMOBIS und ich bearbeite das Projekt Spurwechsel-Zollverein. Nach über 30 Jahren gelebten Strukturwandels sind die Zeche und Kokerei Zollverein heute ein internationales Beispiel für die Transformationskraft eines Industriedenkmals. Zollverein ist mit seiner vielfältigen Nutzungsstruktur heute nicht nur Kultur und Tourismus, sondern gleichermaßen auch Wirtschafts- und Bildungsstandort. Und durch die Lage inmitten einer urbanen Struktur der Stadt Essen, Wohnstandort für ungefähr 52.000 Anwohner im Bezirk 6 der Stadt Essen,
Auf Grundlage einer zielgruppenspezifischen wissenschaftlichen Analyse haben wir in einem kollaborativen interdisziplinären Prozess unter Einbezug der Zivilgesellschaft eine gemeinsame Mobilitätsvision für das Areal Zollverein und die Quartiere entwickelt, um langfristig durch attraktive Angebote das Mobilitätsverhalten zugunsten des Umweltverbundes zu verändern. Wir haben in den vergangenen Monaten quantitative und qualitative Daten zur Nutzerforschung erhoben, Workshops mit Stakeholdern, Multiplikatoren und Teilnehmern aus der Zivilgesellschaft durchgeführt und auf deren Grundlage Konzepte für Realexperimente entwickelt. Im Zuge zweier Masterseminare haben Studierende Analysen und Befragungen durchgeführt und Mobilitätskonzepte erstellt. Insbesondere die studentischen Arbeiten in direkter Verknüpfung mit Projekten bieten Möglichkeiten, anhand real existierender Problemstellungen einen Einblick in die Forschungsarbeit zu erlangen und Praxiserfahrungen im Rahmen des Studiums zu sammeln. Wir verlassen also auch gerne die Seminarräume mit Ihnen und schauen uns praxisorientierte Beispiele vor Ort an. Unsere Forschungsaktivitäten spiegeln sich aber auch in unserem Lehrangebot wider. So versuchen wir immer, unsere aktuelle Forschung mit der Lehre zu verknüpfen, um Ihnen spannende Einblicke in die Forschungsschwerpunkte des Instituts geben zu können. Mein Name ist Kerstin Kopal und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IMOBIS und gestalte zusammen mit Herr Witowski und weiteren Kolleginnen die Lehre bei uns am IMOBIS. Wenn Sie im Bachelor oder Master Bauingenieurwesen studieren, bieten wir Ihnen Module in den Bereichen Stadtplanung und Verkehrswesen an. Dazu gehört im Bachelor beispielsweise die Veranstaltung Grundlagen der Mobilitäts- und Stadtplanung, in der Sie anhand theoretischer Inputs und praktischer Übungen die Aufgaben und Ziele der Stadtplanung kennenlernen können und der Mobilitätsplanung. Wenn Sie möchten, sehen wir uns dann aber auch noch im Master wieder im Seminar Planen und Entwerfen. Hier lernen Sie anhand eines eigenen Entwurfs, wie eine nachhaltige Quartiersentwicklung geplant und umgesetzt werden kann. Oder Sie besuchen im Bachelor oder Master eines der Module zum Verkehrswesen, in denen wir Sie einladen möchten, mit uns an den Themen Verkehrstechnik und Digitalisierung, öffentliche Verkehrssysteme oder Modellierung im Verkehrswesen und der Stadtplanung zu arbeiten. Neben den Lehrveranstaltungen und der Betreuung von Abschlussarbeiten freuen wir uns auch immer über eine Verstärkung unseres Teams als studentische Hilfskraft. Als Teil des IMOBIS-Teams werden Sie direkt in unsere Projekte mit eingebunden und bekommen spannende Einblicke in unsere Forschungsaktivitäten und die Arbeiten an der Universität. Gerne können Sie auch bei uns Ihre Bachelor- oder später auch Ihre Masterarbeit durchführen. Schauen Sie doch auch einmal auf unserer Homepage vorbei oder sprechen Sie uns persönlich an, wenn Sie eine Idee haben oder ein Thema für eine Abschlussarbeit suchen. Wir freuen uns, Sie bald am IMOBIS begrüßen zu dürfen.